herzlich willkommen von der Insel Elba. Wir sind auf einem mehrwöchigen Urlaubstrip und wollen den heutigen Tag dazu nutzen, euch unseren Karmann Dexter 560 4x4 mit ORM-Umbau vorzustellen. Wenn es euch gefällt, bleibt dabei. Das von uns gewählte Basisfahrzeug ist, wie unschwer zu erkennen, ein Ford Transit. Wir haben uns für den 170 PS Motor mit 425 Newtonmeter Drehmoment entschieden. Es handelt sich hier um die Version mit Allradantrieb und 6 Meter Länge, 2,6 Meter Breite und nach unserem Umbau knapp 3 Meter Höhe. Der Ford wurde als L3 H3 als Transporter ursprünglich mal ausgeliefert. Neben dem offensichtlich geänderten Fahrzeuggrill in Raptor-Optik wurde unser Fahrzeug noch von der Firma Offroad Mobile für einen erweiterten Offroad-Einsatz umgebaut. Wir haben uns für eine 80 mm Höherlegung des Fahrwerks entschieden. Es handelt sich dabei nicht um einen Bodylift. Zusätzlich mit der anderen Bereifung, den BF Goodrich in 245/70 R16, erreichen wir eine echte Höherlegung von 100 mm. Die Reifenänderungen haben eine Tachoangleichung erforderlich gemacht. Neben der Umbereifung haben wir auch 10 mm Spurplatten pro Rad verbaut. So wächst die Spurbreite um 20 mm an. Dank der Höherlegung konnte nun unter dem Fahrzeugheck ein Reserverad in Fahrbereifung angebracht werden. Als besonderes Schmankerl haben wir uns noch eine Heckdifferentialsperre verbauen lassen, die über einen Knopf im Armaturenbrett bedient wird. Als letztes wurde von ORM noch der große Unterfahrschutz montiert. Auf einen Bullenfänger haben wir bewusst verzichtet. Zum einen, um Gewicht zu sparen, und zum anderen gefällt uns die Optik so einfach besser. Dafür haben wir uns eine Anhängerkupplung montieren lassen. Das war es erstmal von den außen ersichtlichen Änderungen. Ihr wollt mehr über den Umbau von Offroad Mobile erfahren? Wendet euch doch gerne an ORM, die werden euch kompetent beraten. Dann heiße ich euch im Inneren unseres Dexter 560 willkommen. Innen seht ihr den klassischen Ausbau von Karmann. Unser Layout ist der Dexter 560, sprich Querschläfer mit Dinette. Das 570er Layout hat ja Längsbetten ohne Dinette. Wir haben an der Serienausstattung gar nicht viel verändert. Lediglich eine 120 Watt Solarpanel sowie eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie wurde anstatt einer AGM-Batterie verbaut. Es wurde von der Firma Hindermann ein großes Mücken- bzw. Fliegengitter angebracht, welches durch Magnete befestigt wird und dadurch gut montiert oder demontiert werden kann. In der Besteckschublade ist statt dem Plastikeinsatz ein Filzeinsatz von IKEA eingezogen und alle Schubladen und Schränke haben wir mit einer guten Anti-Rutschmatte, welche pro Schublade und Schrank individuell von uns zugeschnitten wurde, ausgestattet. Uns gefällt das Innendesign besonders gut, die Farben passen gut zueinander und werden von schwarzen Akzenten unterstützt. Ein letztes Auswahlkriterium war die feste Duschwand anstelle von dem klebrigen Duschvorhang. Das sehr platzsparende Handwaschbecken in der Dusche nutzen wir allerdings gar nicht. Wo wir gerade im Bad sind, eine Anpassung steht bei uns wohl noch an. Wir sind uns aber noch nicht ganz sicher, was wir mit der Toilette machen. Setzen wir auf eine Trenntoilette oder auf eine Klesana? Was würdet ihr empfehlen? Rein damit in die Kommentare. So oder so wird die Chemietoilette noch ausgetauscht. Das Bett haben wir noch nicht verändert, aber so oder so wird noch ein harter Topper kommen, da wir beide Seitenschläfer sind. Aber auch jetzt schlafen wir schon sehr gut im Dexter. Die Körbe sind auch von IKEA und passen nach unserem Geschmack optimal in unser Fahrzeug und bieten zudem ausreichend Stauraum. Vielen Dank an die Friesencamper für diesen Tipp. Wichtig war uns, dass wir eine Bluetooth-Verbindung vom Smartphone oder iPad zum integrierten Radio herstellen können, um so Navigationsanweisungen und die Musik über die internen Lautsprecher hören können. Das Fahrzeug haben wir bei Autoservice Abel aus Hünfeld in der Nähe von Fulda gekauft. Lediglich eine Dashcam haben wir nach dem Kauf noch montiert. Auf die Serienausstattung des Dexter 560 wie den beheizten Abwassertank, die Rahmenfenster, die elektrische Trittstufe, die beiden drehbaren Sitze, der ausklappbare und an verschiedenen Stellen montierbare Dinette-Tisch, die Truma D4-Heizung mit Warmwasserboiler und den beiden Gaskochern müssen wir ja nicht mehr im Detail eingehen. Was wir nicht unerwähnt lassen wollen, sind die selbst einziehbaren Schubladen.
und die selbstschließenden Schranktüren. Ganz wichtig war es uns, legal mit 3,5 Tonnen unterwegs zu sein und zu reisen. Das ist natürlich aufgrund der Auswahl des Basisfahrzeugs Ford Transit mit dem Serienallrad plus den dann von uns gewünschten Umbauten von Offroad-Mobile schon eine echte Herausforderung. Trotz allen Umständen ist es uns gelungen. Wir haben konsequent auf das Gewicht der Beladung geachtet. Der Dieseltank ist randvoll, genauso wie der AdBlue-Tank. Wir haben 50 Liter Frischwasser dabei. Beifahrer und Fahrer sind auch mit eingerechnet, genauso wie unsere Hündin. Wir waren vor unserer Abreise auf einer Waage und die hat uns 3.440 Kilo attestiert. Wir haben das Video mit kostenloser Werbung gekennzeichnet. Dies aber auch nur, weil wir Namen von Herstellern und Händlern nennen. Nichtsdestotrotz ist alles, was ihr hier gesehen habt, von uns privat gekauft worden, ohne jegliche Nachlässe. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr auch andere Videos auf unserem Kanal gerne angesehen habt, dann freuen wir uns sehr über einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo und/oder einen Kommentar unter eines unserer Videos. Wenn ihr Fragen oder konstruktive Kritik habt, lasst es uns ebenfalls wissen. Ihr unterstützt uns und den kleinen Kanal damit sehr. Vielen Dank, sagen Sven Und Bärbel. von Destination 4x4.